Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Tamas Georgadze, der CEO von Raisin. Tamas, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Haben wir uns sehr gefreut auf jeden Fall auf das Interview. In der Vorbereitung habe ich natürlich mal ein bisschen geschaut, wer du so bist. Und vielleicht ist nicht ganz überraschend oder nicht das erste Mal, dass du die Frage bekommst zu deinem Lebenslauf. Ich glaube, mit 12 hast du Abitur gemacht und irgendwann mit 16 angefangen zu promovieren in VWL und oder Legal. Wie war das? Ich habe Legal studiert im Zweitstudium. Ich habe in VWL und Agrarwirtschaft promoviert, also 2 Promotionen und dann Zweitstudium noch dazu. Und ich meine, in meinem Kopf zumindest war sofort, der kann sich wahrscheinlich aussuchen, was er tut, also mit dem Hintergrund. War das auch so, dass du dir aussuchen konntest, was du machen willst beruflich? Ich bin so ein bisschen als Generalist in Unternehmensberatung geraten hatte eher so hatte so eher Makrointeresse, und mit Makro ist halt, also Makroökonomie ist relativ wenig anzufangen in der praktischen anwendbaren Wirtschaft, und bin in die Bankenwelt reingeraten. Also das war meine zweite Studie, das sucht man sich am Anfang dann nicht aus, und das fand ich spannend, weil erstens nachvollziehbar, zweitens vor allem im Endkundengeschäft, also im Retail-Banking, ist das ja alles realitätsbezogen. Also es gibt tatsächlich Kundenberatung, es gibt Menschen, ein Mensch hat Finanzierungsbedarf, der andere will Geld anlegen, also das sind so haptische Sachverhalte, die man sich auch gut vorstellen kann, und genau, darüber bin ich dann über 9 Jahre in dem gleichen Feld geblieben, also in der Bankenberatung, und das hat auch dann zur Folge gehabt, dass ich dann, als ich an eine Gründung gedacht habe, natürlich waren die Fintech-Themen eher nah, also damals gab es nicht mal so richtig Fintech-Begriff, aber tatsächlich so Neugründung im Bankenbereich, das war auch dann die Idee. Also zufälligerweise habe ich auch VWL studiert, und was ich immer spannend daran fand, dieses modellhafte Denken. Du musst ja irgendwie Märkte verstehen und was passiert, wenn du hier einen Knopf drückst und was kann sich ungefähr dann wie bewegen. Ist wahrscheinlich für Fintech logischerweise ganz hilfreich, aber vielleicht generell für einen Gründer gar nicht so ganz Quatsch, ne? Also das als Hintergrund zu haben. Ja, also vor allem hat ja bei uns mit dem zweiseitigen Marktplatz eigentlich also relativ starke Verbindung, weil also es ist Marktmechanismus auf beiden Seiten. Also das heißt, wir haben Banken, die wir reinbringen, da müssen wir genug Liquidität auf der Plattform zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite haben wir Kunden, wo wir um deren Interesse auch kämpfen und da gute Konditionen haben wollen. Da gibt es tatsächlich gewissen Volumensoptimum, was wir liefern können über beide Kanäle. Das muss gematcht werden, und das ist schon auch interessant, tatsächlich zu beobachten, dass da auf beiden Seiten auch Marktmechanismus besteht. Hast du deinen eigenen Markt gebaut quasi? Ja. Das ist ja cool. Also wir hatten ja gerade das Thema, ich möchte es in Anführungszeichen hochbegabt nennen, also das ist ja zumindest ungewöhnlich, wie dein Lebenslauf da war. Dieses Label, was ich jetzt ja auch gerade benutze, ist das eher hilfreich oder eher hinderlich? Also in meinem Kopf könnte ich mir vorstellen, bei so einem VC ist das vielleicht hilfreich. Intern kann das ja vielleicht sogar einschüchternd wirken für jemanden, der jetzt sonst so keine Berührungspunkte mehr hat. Ja, also ich glaube, wenn man mich kennt, dann eher nicht. Ja, ich bin so eher vom Typ her eher, also zurückgenommen, down to earth, also eher nicht besonders. Also ich trage es nicht nach außen, dass ich irgendwie in meiner Jugend mal begabt war oder ein paar Klassen übersprungen habe. Das ist auch für heute eigentlich vollkommen irrelevant. Ja, die Leute, mit denen ich auch gegründet habe, die kannten mich auch lange. Also das heißt, sowohl Michael und Frank, wir haben es lange Jahre gekannt, über mehrere Jahre auch zusammengearbeitet und unterbrochen. Und auch die ersten Kollegen, das waren fast alles Bekannte aus den früheren Zeiten. Also entweder Klienten von Banken, auch die ersten Investoren waren entweder Bekannte oder Freunde. Das heißt, da ist ein Grundvertrauen da, was auch wichtig ist. Und da spielt diese perzipierte Seniorität im Sinne von, der hat mal was anderes im früheren Leben erreicht, gar keine Rolle. Und genau, also es ist eigentlich bei uns intern jetzt nicht zu spüren, dass da irgendein Großkopf gibt, der hinter dem Glaskasten sitzt und sich irgendwas ausdenkt. Ja, verstanden. Aber ich ganz spannend, wie du gerade gesprochen hast von Freunden und so die ersten Runden. Ich mag den Begriff, dass die erste Runde die Triple-F-Runde ist, Family, Friends and Fools, die am Anfang investieren. Aber es ist natürlich total hilfreich, wenn man auch gerade Mitgründer hat, die einfach wissen, worauf sie sich dann einlassen. Also macht sehr viel Sinn. Und auch in der Vorbereitung habe ich mal drauf geschaut, was du sonst so gemacht hast. Ich glaube, Schach hast du gespielt, du bist aus Georgien ursprünglich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und
Ich frage eigentlich ganz gerne immer bei Culture Coffee, mit welcher jemand seinen eigenen Führungsstil vergleichen würde. Das liegt jetzt irgendwie nah bei dir zu fragen, mit welchem Schachmeister würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Ich kenne die alle nicht, muss mir helfen, wen du jetzt gleich sagst. Mit wem würdest du dich vergleichen? Ja, also es gibt tatsächlich so zwei Arten von Spielern. Es gibt eher der defensive Spieler, der tatsächlich den Gegner kommen lässt und sehr gute Verteidigung aufbaut. Und es gibt so einen offensiven, eher experimentierenden. Also zu meinen Zeiten war noch, also man die zwei Schachgroßmeister und Weltmeistervergleich Kasparov und Karpov. Karpov war so ein defensiver, eher Kasparov eher ein offensiver, also der vieles dann riskiert hat, aber meistens dann auch recht hatte, also dann selten Unrecht. Und ich bin im Schach auch so ein bisschen offensiverer Spieler, also ich habe wenig Geduld, ich kann nicht lang genug abwarten. Natürlich berechne ich und natürlich versuche ich dann keine Fehler zu machen, also kalkuliertes Risiko einzugehen. Das ist wahrscheinlich im Schach vergleichbar auch mit dem reellen Leben. Also ich überlege zwischen Zügen relativ lang, aber mache dann eher so auf der Risikoskala eher Züge, die erhöhtes Risiko, aber kalkuliertes Risiko haben. Also jetzt, mein Geschichtswissen lässt mich gerade im Stich, aber Kasparov, war der nicht Azeri? Genau, Kasparov ist Azeri, genau, oder judo-aserische Abstammung, ist jetzt in den USA, hat sich politisch in Russland engagiert, ist genau, ist auch gesellschaftlich sehr engagiert, noch bis heute. Ist eine spannende Person. Ja, und auch drückt jetzt gerade so ein paar Knöpfe in meinem Kopf. Es gab diese coole Doku mal über AlphaGo, die AI, die ja dann in Go eben gerade gewonnen hat. Und Schach war ja auch sehr früh, also dass da was mit passiert ist. Da ist auch viel Veränderung, vielleicht ja auch gar nicht so unüblich dem, was wir gerade besprechen. Finanzmärkte sind ja auch schon sehr früh durch High-Frequency-Trading und ähnliche Sachen da dominiert worden. Verändert das vielleicht auch die Kultur bei euch, dass ihr in so der Petrischale von AI oder in der Branche seid, wo die Petrischale von AI zu Hause ist? Ja, also ich glaube, Kasparov hat tatsächlich einen witzigen Satz, den er geprägt hat, dass er der Erste ist, dessen Arbeitsplatz AI weggeschafft hat, weil hat ja gegen IBM einmal gewonnen, dann die zweite Partie verloren, der dritte hoffnungslos unterlegen. Und das sitzt bei ihm auch noch tief, also wenn er tatsächlich war bei ihm live in so einem Diskussionsrunde und das ist schon, also man merkt es tatsächlich, dass es ihn noch bis heute sehr mitnimmt. Krass. Wir sind in einem Bereich, der wahrscheinlich tatsächlich als einer der ersten komplett digitalisiert werden kann, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, sind alle logischer Natur. Also das heißt, man kann auch sehr vieles parametrisieren, sowohl auf der Kundenseite wie auch auf der Märkteseite, also tatsächlich auf der Anlageentscheidungsseite. Aber wir sind weit davon entfernt. Ja? Also das heißt, wenn man die heutige Welt anschaut, dann erstens öfters ist der Mensch involviert, öfters macht er unlogische Entscheidungen. Also man schaut die Märkte gestern und heute an, die Black Monday und dann 4% Rebound. Und natürlich ist das, der Mensch ist eher neigt dazu, emotionale Entscheidungen zu treffen, die mit dem Geld eigentlich dann nichts zu tun haben sollten, eher kurzfristige, eher unter dem Eindruck von kurzfristigen Faktoren. Und wenn man das will, kann man es natürlich Schritt für Schritt ausschalten. Und die häufigsten Fehler sind nicht mal Fehler, die Artificial Intelligence benötigen, sondern die einfach regelbasiert sind und also einfach Kosten spielen eine Rolle, wenn man langfristig investiert. Beim langfristigen Investment als Market Timing spielt eher keine Rolle. Eher regelmäßiger Vermögensaufbau und zur Seite legen spielt eine größere Rolle als richtiges Market Timing zu erwischen, also Disziplin. Und wenn man diese Regel einhält, dann hat man tatsächlich ein sinnvolles Geldanlagemodell. Es braucht dann nicht mal so viel AI jetzt für einen üblichen Retail-Investor. Ja, und ist ja sowieso auch ein relatives Buzzword. Machine Learning gibt es ja schon sehr lange und wird ja an verschiedensten Stellen auch eingesetzt. Aber vielleicht die Brücke zurück zu Kultur. Was mich interessiert, ob es irgendwas mit der Kultur tut, dass man im Prinzip mit daran arbeitet, dass die Arbeitsplätze irgendwann nicht mehr da sind, die man gerade hat. Ne? Aber ganz theoretisch ist das ja so ein bisschen das Endgame von dem, was man da baut. Ja, also es gibt ja auf jeden Fall weiterhin Arbeitsplätze und wir haben ja über 300 Arbeitsplätze geschaffen. Also das heißt, die Frage ist, welche Art von Arbeitsplätzen entstehen und das, was passiert, ist tatsächlich dieses High-Touch-Geschäft von
sehr starke Filialinfrastruktur, sehr transaktionsbezogener Dienstleistung, wandelt sich in eine, wo Transaktionen eigentlich zu über 90% vollautomatisiert durchlaufen und eigentlich nur für komplexes Geschäft eine Anberatung oder Hilfestellung für den Kunden nötig ist, fürs Standardgeschäft eigentlich nicht mehr. Das heißt, es findet eigentlich insgesamt in der Branche ein Wandel, wo wir ein Teil davon sind. Vielleicht beschleunigen wir an einer Stelle oder an einer oder anderen Stelle, aber die Art der Beschäftigung und die verändert sich. Was am Ende, wer ist der Nutznießer? Der ultimative Nutznießer ist natürlich der Kunde, weil das senkt für ihn die Transaktions- und die Anlagekosten am Ende, weil wenn es 300 Menschen statt 3000 machen, dann ist halt ein Zehntel der Kosten, die auf ihn abgewälzt werden. Und wenn man das grundsätzliche Problem der Alterung der Gesellschaft anschaut, dann ist natürlich das Problem, dass die Kosten in keinem Verhältnis mehr mit geringen Zinsen bzw. mit dem Return an den Finanzmärkten stehen. Das ist eins, was ein gesellschaftliches Problem ist. Ja? Also ich glaube, man löst da mehr, als man es neue Probleme kreiert. Man ersetzt eine Art von Beschäftigung durch eine andere, aber am Ende der Nutznießer ist der gemeine Anleger, wo natürlich viel, viel mehr Menschen betroffen sind von einem Altersvorsorge- und Pensionsproblem.